Nachdem ihr eine Kette angeschlagen habt, für euer Projekt durchgezählt halber durch 4 plus eine mehr, kommen wir nun zur Reihe 1. Wir beginnen mit 4 Steigeluftmaschen, machen 2 Umschläge. Steigeluftmaschen bleiben über Steigeluftmaschen, oder aber wenn ihr mit einer Luftmaschenkette gehäkelt habt, dann müsst ihr jetzt 4 für ein Doppelstäbchen und nochmal 2 freilassen, also 6 Maschen freilassen und in die 7. einstechen. Wenn ihr eine Kette aus festen Maschen, halbe Stäbchen oder Stäbchen habt, dann bleiben Steigeluftmaschen über Steigeluftmaschen. Wir lassen die ersten 2 Maschen aus und gehen dann in die 3. hinein und häkeln dort ein Doppelstäbchen. Durch 2 Schlaufen, durch 2 Schlaufen und nochmal durch 2 Schlaufen. 2 Umschläge, nächste Masche, einstechen und ein Doppelstäbchen. Durch 2 und durch 2. Danach machen wir wieder 2 Umschläge und gehen nun zurück in die erste freigelassene Masche. Stechen dort ein, holen den Faden durch 2 und durch 2. 2 Umschläge und die zweite freigelassene Masche einstechen, Faden holen, durch 2 und durch 2. Und nun haben wir 2 mal 2 verkreuzte Stäbchen. 2 Umschläge. Nun zieht sich die eine belegte Masche zur Seite weg, also immer schauen, welche belegt ist. Danach 1, 2 freilassen, in die 3. einstechen und ein Doppelstäbchen häkeln. 3 mal durch 2. 2 Umschläge, nächste Masche, ein Doppelstäbchen. Durch 2 und durch 2. 2 Umschläge, zurück in die erste freigelassene Masche, durch 2 und durch 2 und 2 Umschläge durch die zweite und letzte freigelassene Masche. Und somit ist unsere nächste Gruppe fertig. Noch einmal 2 Umschläge, darauf achten, welche Masche belegt ist, erste und zweite freilassen, in die 3. einstechen und ein Doppelstäbchen häkeln. 2 Umschläge, nächste Masche, ein Doppelstäbchen häkeln. 2 Umschläge, zurück in die erste Masche, ein Doppelstäbchen häkeln und die letzte Masche, ein Doppelstäbchen häkeln. Und somit haben wir die nächste Gruppe fertig. Und so nun erstmal die ganze Reihe. 2 Umschläge, 2 Maschen freilassen, in die 3. einstechen, ein Doppelstäbchen. 2 Umschläge, nächste einstechen, ein Doppelstäbchen. 2 Umschläge, zurück in die erste, ein Doppelstäbchen und 2 Umschläge, die letzte Masche, ein Doppelstäbchen. Und am Ende der Reihe das gleiche Spektakel wie gehabt. In die letzte und vorletzte ein Doppelstäbchen. Umschlag, zurück in die erste freigelassene, ein Doppelstäbchen. In die zweite und letzte freigelassene, ein Doppelstäbchen. Und danach einen doppelten Umschlag und in die letzte Masche oder aber in den Steigeluftmaschen der Vorreihe mit einem Doppelstäbchen die Reihe beenden. Und so sieht es dann aus. Das war
Reihe 1. Kommen wir zur Reihe 2. Wir beginnen wieder mit 4 Steigeluftmaschen. Machen 2 Umschläge und lassen auch hier wieder die erste und die zweite frei und stechen in das dritte und das vierte ein und häkeln dort ein Doppelstäbchen. Zwei Umschläge und auch hier wieder in die erste freigelassene zurück, ein Doppelstäbchen, 2 Umschläge und die letzte und zweite freigelassene, ein Doppelstäbchen. Und dann sieht das so aus. 2 Umschläge, erste und zweite freilassen, in die dritte ein Doppelstäbchen und in die vierte ein Doppelstäbchen. 2 Umschläge, in die erste ein Doppelstäbchen, 2 Umschläge und in die zweite ein Doppelstäbchen. Und dann bekommt ihr so ein wunderschönes Muster. Und am Ende der Reihe, nach eurer letzten Verkreuzung, 2 Umschläge und in die Steigeluftmaschen der Vorreihe in der vierten von unten angezählt mit einem Doppelstäbchen die Reihe beenden. Das war Reihe 2. Kommen wir noch zum Anfang von Reihe 3. 4 Steigeluftmaschen, wenden und dasselbe wie immer, 2 freilassen, in die dritte ein Doppelstäbchen, 2 Umschläge, in die vierte ein Doppelstäbchen, 2 Umschläge, in die erste zurück, ein Doppelstäbchen und in die zweite ein Doppelstäbchen. Ein ganz einfaches und wunderschönes Muster, mit welchem man sehr zügig vorankommt, da man Reihe für Reihe sehr schnell an Höhe gewinnt und somit auch größere Projekte recht schnell häkeln kann. Und am Ende der Reihe das gleiche wie auch in den Vorreihen. Nach der letzten Gruppe einen doppelten Umschlag und in den Steigeluftmaschen in der vierten Masche von unten angezählt einstechen und mit einem Doppelstäbchen die Reihe beenden. Und das ist das eigentliche Muster. Total simpel, man muss sich nur an dieses Zurückgehen mit den Reliefstäbchen gewöhnen und seinen eigenen Kniff dabei rauskriegen, wie man sie am besten häkelt. Und dann noch ein kleiner Tipp bei diesem Muster. Dadurch, dass wir hier mit Reliefstäbchen arbeiten, könnt ihr zwischendurch auch mal ganz leicht euer Projekt so dehnen und ihr werdet hin und wieder merken, wie sich manche Stäbchen nochmal in die richtige Position setzen. Dadurch sieht die Struktur dann noch schöner aus, kommen dann etwas hervor und werden noch gleichmäßiger. Und erst dann sollte man dann auch abmessen, je nachdem, für was man häkelt. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Muster. Lasst die Nadeln glühen und ich hoffe, wir hören uns zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.